Das Solartaxi ist ein Personenbeförderungsmittel innerhalb der Kleinstadt Heidenreichstein, das im Rahmen eines gemeinnützigen Vereins gegründet wurde und ökologisch, nachhaltig, die regionale Wirtschaft fördernd nach wie vor betrieben wird. Die Idee des Solartaxis ist von außen an mich herangetragen worden und es wurde herangetragen auch als alternative Form der Fortbewegung, als alternativ zum Verbrennungsmotor, als Elektroauto, auch mit Schaffung von eigenen Ladestationen, mit solarbetriebenen Moduls, sodass wir regional auch hier den Strom erzeugen und mit diesem Strom auch das Taxi betreiben. Das war ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt war aber auch so die Notwendigkeit in einer Region, wie es eine Kleinstadt wie Heidenreichstein ist, eine andere Art der Beförderung zu haben, als ständig nur jemanden zu bitten, dass man mit dem Auto irgendwo hingefahren wird. Heidenreichstein ist eine Stadt mit insgesamt ungefähr 4.000 Einwohnern, mit einer Kernstadt und 7 Dörfern rundherum. Und in diese Dörfer gibt es zum Teil überhaupt keine Verkehrsmöglichkeit. Das heißt, das Taxi hat von vornherein die Intention gehabt, Menschen zueinander zu bringen und die Lebensqualität in einer ländlichen Region, die an Infrastrukturmangel leidet, die Lebensqualität wesentlich auch zu heben. Mit einer Idee aufzukreuzen und zu sagen, wir machen jetzt der Taxi, ist ja in einem Ort, wie es Heidenreichstein ist, also nicht unbedingt das, was auf Jubelzustimmung gleich einmal stößt, sondern da gibt es viele skeptische Fragen, wie soll denn das gehen und rentiert sich das und so weiter. Dann war der Widerstand der Taxlerinnung, die gesagt hat, ihr macht uns da Konkurrenz. Und dann war aber ganz wichtig, die Bevölkerung mit einzubeziehen, um für alle Bevölkerungsgruppen auch möglichst die Vorteile herauszuarbeiten, was habe ich persönlich von dem Taxi. Für manche Menschen ist es ganz klar auf der Hand gelegen, die kein Auto haben, die keine Möglichkeit haben, irgendwo anders hinzukommen, als jemanden zu bitten, sie können das Taxi nehmen. Für andere war es nicht so klar, weil vielleicht vermittelt wurde, ich bin eh mobil und wozu brauche ich ein Taxi? Aber jeder von einem Moment in den anderen, wie zum Beispiel in einem Fall durch einen Unfall, in die Situation gekommen ist, nicht mehr selbst Auto fahren zu können und auf das Taxi angewiesen zu sein. Und so haben wir viele verschiedene Aspekte herausgearbeitet und auf die Art und Weise versucht, die Bevölkerung einfach in den Prozess mitzunehmen. Wir haben versucht, ständig im Dialog mit den betroffenen Personen oder mit unterschiedlichsten Gruppen in der Gemeinde zu bleiben. Was uns dabei geholfen hat, war die Tatsache des Vereins Waldviertler Regional. Das heißt, wir hatten eine Struktur, die eine Kommunikationsform schon aufgebaut hat. Und damit waren wir laufend im Gespräch und das Taxi war vom ersten Tag des Betriebes an eigentlich ständiges Gesprächsthema im Ort. Das Zweite war, wir haben immer wieder versucht, Menschen zu bringen und Menschen untereinander, dass sie Kontakt haben. Und da war die Miteinbeziehung der Wirtschaft eine ganz wesentliche. Das heißt, dass die Geschäftsleute und die Gewerbetreibenden gewusst haben, wir haben unseren Vorteil damit, dass Menschen zu uns kommen und nicht per Internet bestellen. Das ist ja das Problem, das wir derzeit in Zeiten der Pandemie haben. Und so war es über das Funktionelle hinaus immer, es ist nicht nur ein Einkauf gewesen, sondern es war immer eine Begegnung von Menschen mit Menschen.